Mein Name ist Gunter Kegel, ich bin Vorstandsvorsitzender der Pepperl & Fuchs SE, einem Unternehmen mit Hauptsitz in Mannheim. Wir gehören zu den Marktführern im Bereich industrieller Sensorik und Explosionsschutz, gehören also zu den Firmen der elektrischen Automatisierungstechnik. Ich bin gleichzeitig auch ehrenamtlicher Präsident des Zentralverbandes ZVI, Verband der Elektro- und Digitalindustrie. Wir sehen ganz deutlich, dass viele, auch mittelständische Unternehmen, heute sehr erfolgreich auf dem chinesischen Markt beispielsweise agieren, gleichzeitig auch sehr stark in Amerika engagiert sind. Und es wäre für diese Unternehmen schwer vorstellbar, einen dieser Märkte aufzugeben, weil man das politisch nicht mehr unter einen Hut bekommt, sondern wir versuchen weiter diesen globalen Charakter aufrechtzuerhalten. Jetzt muss man für die Elektrotechnik dazu sagen, dass Globalisierung für uns ja nun ein ganz alter Hut ist. Made in Hongkong, Made in Japan, das waren die Label auf Konsumerelektronikprodukten aus den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Wir sind also seit wenigstens 50 Jahren voll globalisiert, und zwar so, dass selbst wir heute kein Produkt mehr bauen könnten, wenn wir ausschließlich Rohwaren aus einem Handelsraum dazu verbauen dürften. Wir brauchen die internationale Zulieferung aus den USA, aus Europa und aus China, sonst können wir kein einziges Produkt herstellen. Das heißt, diese Industrie ist extrem miteinander verflochten. Diese Industrie wird es vergleichsweise sehr schwer haben, wenn sie das rückwärts drehen müsste, weil wir eben nicht nur 20 Jahre Globalisierung, sondern eigentlich 50 Jahre Globalisierung rückzudrehen hätten. Und ehrlicherweise fehlt uns dafür so ein bisschen auch das Verständnis, warum wir hier jetzt schon in vorauseilendem Gehorsam Dinge vorwegnehmen sollen, die sich politisch vielleicht erst in 10, 15 Jahren oder vielleicht gar nicht abspielen werden. Wir müssen uns auseinandersetzen mit Korea, mit Japan, mit China, mit Indonesien und demnächst vielleicht auch mit den Ländern Afrikas. Ja? Und das ist die Frage der Wettbewerbsfähigkeit. Und da müssen wir heute sagen, da verlieren wir an Boden, und zwar sehr deutlich. Und damit ist das keine schlagartige Deindustrialisierung. Und der Weg, dann die Staaten einfach zu isolieren und zu sagen, mit dir arbeiten wir jetzt nicht mehr, den halte ich auch für falsch. Ich bin der Meinung, ich glaube immer noch an das Primat Wandel durch Handel. Ich glaube das immer noch, dass es uns gelingt, lange genug mit denen zusammenzuarbeiten. Und dann wir werden die nicht zu rechtsstaatlichen Demokraten machen. Das wird uns nicht gelingen. Das wollen die auch gar nicht. Also China will das nicht. Die haben klar erklärt, dass sie das rechtsstaatlich-demokratische System für gescheitert erklären und halten, weil wir nicht mehr vorankommen. Wir müssen auch nicht mehr vorankommen, weil wir leben in einem Wohlstand und einer Sättigung, dass jeder glaubt, es muss eigentlich nicht mehr sein. Die allgemeine Auffassung ist, naja, wir könnten auch durch Sparen und durch Konsumverzicht einen Teil unserer Probleme lösen. Das ist ein Narrativ, was in China nicht funktioniert. Dem Chinesen können sie nicht erklären, wir sind jetzt 100 Jahre lang Auto gefahren, die Autos, die die Welt verkraften, stehen alle in Deutschland. Für dich ist keins mehr drin. Das wird nicht funktionieren. Der wird sagen, wir wollen die gleiche Autodichte haben, wie ihr die in Deutschland habt. Wir machen das vielleicht mit moderneren Konzepten und CO2-freier als ihr, aber zunächst machen wir den gleichen Anspruch wie ihr. Das heißt, ein Narrativ des Verzichts geht weder in Indien, noch in China, noch in Afrika, sondern das Narrativ muss heißen, wie schaffe ich das, all diesen Menschen angemessenen Wohlstand zu verschaffen, ohne den Planeten zu plündern. Also mit konsequenter Elektrifizierung, konsequenter Ausbau der erneuerbaren Energien und konsequenten Einstieg in die Themen der Energieeffizienz. Da können wir nämlich noch mehr raushebeln als durch den Zubau der Erneuerbaren, oder müssen wir genau genommen. Und das ist ganz, ganz wichtig, Innovationskraft, die wir für diese Länder alle brauchen, um wirklich in Kreislaufwirtschaften zu kommen. Wenn wir etwas verbrauchen, was nicht erneuerbar ist, kann das für perspektivisch 11 Milliarden Menschen keine Wirtschaftsform mehr sein.